Was geht ab, meine kleinen Russ? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und unser kleiner Mopsi. Butch. Den könnt ihr auch auf Instagram folgen. Butch_pack_boy, ne? Ja. Ja. Und Dana könnt ihr auch folgen. Dana begleitet mich heute bei diesem Video. Die Links findet ihr alle in der Beschreibung unten. Instagram.com/DanaRolle. So, rutsch mal ein bisschen näher ran hier. So. Hi. So. Oh, da bimmelt's. Der nächste ist dabei. Abos gehen richtig krass ab. Vielen Dank, Leute. Das ist unfassbar. Wir geben uns hier aber auch richtig Mühe, muss ich sagen. Wir hauen hier jeden Tag mindestens 4 Videos raus. Seit 2 Wochen jetzt fast, ne? Wir haben auch teilweise, wenn da irgendwie so Freitag Release Friday ist, kommen da manchmal 5, 6 Videos am Tag. Es ist unglaublich. Ihr seid aber auch richtig geil als Community unterwegs. In den Kommentaren schreibt ihr richtig geil mit den ganzen Background-Infos und so weiter, weil ich da ja nicht so ganz fit bin gerade bei den K-Pop-Bands. Die ganzen Background-Informations habe ich leider nicht, aber wir arbeiten uns gerade beide parallel da mit rein. Dana guckt auch immer in die Kommentare, stellt die Listen zusammen, die wir hier an Wünschen haben. Und wenn irgendwelche speziellen, das ist schon wieder nicht so, vielen Dank, Anfragen sind oder sonst irgendwas, dann wird das hier von uns beiden bearbeitet. Ich bin zwar derjenige, der die Fresse hinhält für die Videos und Butch macht die Soundeffekte im Hintergrund, falls ihr sie hört. Ja, ansonsten würde ich sagen, lasst auch gerne weiterhin noch ganz viel fleißig Abos da, aber vergesst auch nicht, dieses Paket, was sich hinter Dana versteckt, wartet immer noch auf die 10.000. Wir sind aber erst bei 8.750. Da geht noch was. Da geht noch. Ich will dieses Paket endlich auspacken, denn da ist was Geiles drin. Beeilt euch mal. Ja, wirklich. So, wir wechseln. Heute gibt es auf gefühlt millionenfachen Wunsch von euch, von Stray Kids, den neuen Song. Genau, da kommt noch gleich der Instagram-Banner von mir. Rahim.rb, folgt mir, nicht vergessen. Stray Kids haben wir an Infos jetzt ganz schnell rausgezogen und ein bisschen von euch auch schon mitgenommen. Es sind 9 Mitglieder. 9 Mitglieder aktuell. Die sind zusammen in einer Casting-Show 2017 zusammengecastet worden. Eine Reality-Show war das. Reality-Show. Aber das Besondere ist, dass die Jungs ihre Songs auch selbst komponieren und produzieren, soweit ich das richtig verstanden habe. Da sind 3 Jungs. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wie sie sich heißen. 3chan. Nee, 3racha. Achso, 3racha. Sagt uns mal bitte unbedingt, wie es ausgesprochen wird. Wir haben keine Ahnung. Und raten. Wir raten dann immer die ganze Zeit und fühlen uns dann ein bisschen doof. Aber zum Glück sind wir eine gute, humane, nette Community, die das hier gemeinsam austauscht. Please bear with us. Wir sind da gerade neu in dieser K-Pop-Welt. Aber musikalisch ist das ja alles mal sehr westlich angelegt. Deswegen kann ich die Analysen hier mal ganz gut machen. Ein Fact noch eben, die Stray Kids sind eine Boy-Group, keine Band, weil sie die Instrumente nicht selber spielen. Die Sache ist aber, wenn die ihre Songs selber schreiben, dann spielen die bestimmt auch ein bisschen Instrumente, oder? Bestimmt, aber sie stehen halt nicht wie eine Band. Ja, okay. Da mit den wenn ich Band sage, darum geht's. Ja, ich meine, wenn ich Band sage, dann meine ich auch nicht in dem Sinne Band, dass dann wirklich, weiß nicht, wie die Beatles dann da auf der Bühne stehen, sondern dass sie halt eine Gruppe, tatsächlich auch Group von Jungs sind, aber krass, dass es in der K-Pop-Welt nochmal so ein Unterschied ist. Ja, so unterschieden krass, wird. Einfach von der Terminologie. So, JP Entertainment, wissen wir Bescheid. Das ist das Label. Und wir hören rein. Festival. Das ist ja anscheinend so ein Straßenfest, wir hören so Straßenfestmusik erstmal, aber ich fand schon mal cool, weil ich hatte ja auch schon Musikvideos, wo das nicht so gut umgesetzt war, dass hier parallel ein Glitch-Effekt auf der Soundebene ist, aber eben auch noch im Video ein Glitch-Effekt. Schon mal gut umgesetzt, ich wollte nur lesen, was hier auf dem Schild steht. Order, Disorder, okay. Weil in diesen K-Pop-Videos sind immer so ganz viele Messages drin, die man dann irgendwie da rausfiltern kann. Ich, versuche das dann immer so halb zu interpretieren mit meinem wenigen Wissen, das ich bisher habe, aber es wird immer besser, Leute. Die haben ja schon wieder richtig geile Klamotten an, ne?
ey, die sind fashionmäßig so vorne dran. Balenciaga, Fendi, Maison Kitsune, ich kann den Namen leider auch nicht aussprechen. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen nach Südkorea. Ja. Ich pack's nicht, was geht ab? Die sind so geil angezogen jedes Mal. Ich krieg gar nichts von dem Song mit, weil ich nur auf die Klamotten starre. Ja, Dana ist ja modemäßig unterwegs. Sie ist voll das Fashion Girl, hat das aber auch schön offiziell studiert und so weiter. Deswegen hat sie da mal ein Auge für. Ich hatte auch jetzt gerade das NCT 127 Simon Says Video, da waren die auch mega stylisch angezogen. Habe ich sie auch erstmal direkt das Video rübergeschoben. Meinte, ey, guck dir das mal an, wie die Jungs aussehen. Mega geil. Das sind aber auch hübsche Kerle, ne? So richtig, ich meine, gut, das ist auch videomäßig glatt gezogen, aber die stechen schon heraus. Die sind schon flawless immer. Das ist heftig. Das ist zu beneiden, also, na gut. Vor allem ich heute mit meinem andeutenden Pickel auf der Nase. Die sind darf so da glatt gar nichts wie ich sagen. heute auf meinem Instagram-Bild. Alter, hat der eine tiefe Stimme? Hat der wirklich so eine tiefe Stimme? Das ist richtig Kontrastprogramm zu seinem sanften Aussehen. Geil. Okay, warte, ich habe nicht die Untertitel vergessen. Ah, jetzt auf Englisch, weil bei dem NCT-Video ging das nicht auf Englisch. Okay, es fängt wie eine Dance-Nummer an, wie eine westliche Dance-Nummer. Wir haben hier so einen kleinen Riser drin, genau, der hier vorher dann reinkommt und dann in den nächsten Part dann mit einem Becken, ja, vermeintlich irgendwas Digitales, dann auf die 1 den Part einklingen lässt. Wow. Wow. Okay, krass. Okay, jetzt haben wir ein gutes Stück durchlaufen lassen. Das ist ja eine richtige Dance-Nummer. Das ist der EDM. Echt? Ja. Ich mag EDM noch gar nicht. Aber das ist geil. Also das geht ja richtig nach vorne. Es ist tempomäßig ist es irgendwo zwischen 120 und 130 BPM, schätze ich mal. So, ne, hast du gespürt? Habe ich gespürt. Mit meinem Ding mit meinem Messgerät zwischen meinen Ohren, sage ich immer. Da ist halt, bis auf die, also abgesehen auf die Vocals der Jungs, hört man vor allen Dingen das harmoniegebende Instrument, das hier die Keys sind. Das ist so E-Piano-mäßig digital, spielt eben. Vier Akkorde. Und die Jungs singen hier dann im Gesamten hört man die komplett auf rechts, links vermischt mit den Harmonien. Wobei eben die tieferen Stimmen sind weiter vorne gemischt. Da sind aber Harmonien drin, die sind relativ weit hinten, aber
Und auch insgesamt klingen die sowieso jetzt viel tiefer als BTS zum Beispiel, wo ja einige Sänger dabei sind, die richtig die krass hoch. hohe Stimmen dabei haben, was richtig heftig ist. Nur man merkt schon, dass sie so langsam, es geht nach vorne, da will jetzt langsam was rauskommen, man merkt das sofort. Und ganz klar vor on the floor die Kick und Snare. Also schön mal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und dann kann man dazu halt auf die 2 und die 4 klappen, aber hier genau ist keine Clap erstmal, dann kommt hier noch ein krasser Rap-Part vorher noch, auch geil im K-Pop halt, dass da Genre übergriffen wird nochmal. Die machen mich fertig, ey. Ja. Das ist geil. Das ist geil. Ne, auch wieder hier mit einem Riser, der reingeht, im nächsten Part andeutet. Aber der Gesang noch im Hintergrund. Ja, man merkt also, warum man spürt, dass es jetzt irgendwo hinlaufen soll, ist hier vor allen Dingen dann eben die Snare, also auf der Percussion-Ebene, setzt sie da dann von 18. auf 16. auf 32. spielt die, also sie wird immer schneller und dann weiß man, okay, jetzt kommt gleich der Drop. Warte, jetzt. 16. 18. Und geil halt kurz, der letzte Takt quasi, oder letzte halbe Takt ist das hier, glaube ich. Bevor dann die Hook anfängt, eigentlich alles an Drums weg, nur noch die Vocals und diese Tempo angebende, was macht denn der Mops hier denn? Die hat eine Socke verloren, ne? Oh. Tempo angebende Snare. Und sogar noch wie so ein Schuss, noch ein Knall vor die 1 gesetzt. Hä? Das war geil, dieses dazwischen mit diesem Löwentiger. Muss lauter reden, ne? Ah, Heftig. das ist derselbe Sound, der hier vor der 1 setzt. Aber es war irgendwie... Ah, ja. Krass, das wirkt So ein noch Tiger. mal ganz anders. Ja, ich dachte, es wäre so ein Knall oder sowas. Also, die haben das so sounddesignt, dass es wie ein Knall klingt, aber es scheint tatsächlich so ein Tiger oder sowas zu sein. Mhm. Wow. Schön dann noch dazu das Becken. Also das ist ja ganz klar ein Dance-Part hier. Das ist definitiv ein Dance-Part, weil da keine Vocals sind, sondern erstmal richtig schön abgetanzt wird. Und dann kommt der nächste Part, wo die dann jetzt singen. Auch immer noch Refrain oder Hook. Was mir stark auffällt, ist, dass die Vocals von dem Gesamtmische her sind die relativ leise, ne? Die sind relativ leise, weil hier gerade im Hook-Part hört man diesen einen Synthesizer, der die ganze Melodie davor gibt. Was lauter der gibt. Ist viel lauter. Ne, dieses, was man ganz rechts und ganz links so komplett durchsägen hört. Auch sehr interessant. Es gibt nämlich einen Effekt, der heißt Ducking, den man durch ein Sidechaining auch erreichen kann, wenn da eben auf diesen Lead-Synthesizer, den ihr hier hört, der eben, ne, du weißt, was ich meine, ganz rechts und links, der ist eben auch sehr laut, den meinte ich übrigens. Damit das so einen pumpenden Effekt hat,
Macht man eben sehr gerne auch bei so Dance- oder EDM-Sachen oder Sachen, die eben relativ schnell und nach vorne gehen. Wird da das Ducking oder Sidechaining benutzt, und zwar jedes Mal, wenn die Kick spielt, wird das Lead-Instrument kurz leiser komprimiert. Okay. Oder leiser gemacht. Man kann das auch, es gibt auch andere Plugins, wo man das wirklich über Lautstärke automatisiert machen kann, aber man macht das gerne über Sidechaining oder klassisch über Sidechaining, und dieser Effekt nennt sich Ducking. Man hört den hier, dass der auf dem Lead Synthesizer drauf ist, hört man raus, weil die Kick kurz am Ende dieses Dance-Parts kurz mal aussetzt. Hört man das aber immer noch pumpen. Achte mal drauf. Ja, das ist wirklich nur, ich glaube, 4 Schläge oder so. Ne? Genau, also nur hier, ganz klar. Auch ein Löwenkopf oder so im Hintergrund. Ah ja, stimmt, vielleicht ist es das Logo der Band. Aber das werdet ihr uns in die Kommentare schreiben, weiß ich ganz genau. Das zu bedeuten. Weiß ich ganz genau. Das ist ein Tiger. Ein Tiger. Das ist kein Löwe. Hm? Ja? Ja. Also Löwe? Könnte auch ein Löwe sein. Jetzt haben wir hier so einen Adler gehört. So ja. Warte mal. Hier, ne? Ist halt cool. Hier geht es dann nochmal kurz in so ein Halftime-Tempo rein, weil die Drums im halben Tempo den Rhythmus setzen. Das ist aber ganz gut, weil dann kommt man kurz runter mit den Ohren und dann knallt es wieder doppelt so fett. Genau, und genau aus diesem Grund macht man das vom Arrangement her in der Produktion, genau deswegen macht man das, genau deswegen. Und dann eben nur dieses flächige, harmonische Instrument, was relativ warm klingt. Das klingt ja, richtig gut. Voll. Ah, hier ist auch wieder der Löwe. Ist doch ein Löwe. Ja, ist ein Löwe, ne? Ja. Das ist ein Löwe, ja. Auch ganz klar wieder der nächste Part. Es ist zwar ein Part, aber da wird dann wieder auf die 1 das Becken gesetzt. Warte. Und damit wird dann auch ein Übergang geschaffen, weil das Tempo jetzt wieder vorne Floor ist. Da war ja wieder der Löwe. Die haben den immer reingebaut. Lustig. Speed hat das Balenciaga. Auch Balenciaga, das Gelbe. Krass. Das Hemd auch. Ja, stylmäßig sind die halt. Kommt man gar nicht ran. Was mir jetzt auch gerade wieder auffällt, vorne schon bei einem Shot, diese Attitude, Alter. Ja. Wie die in die Kamera slayen. Ja. What? Ja. Die sind richtig on point. Jeder Blick. Oh mein Gott. Ja, das ist gekonnt auf jeden Fall. Geil hier. Oh, jetzt kommt noch Feuerwerk was. Heftiges Video. Diese K-Pop-Welt macht mich fertig. Was wollte ich sagen? Drumfill-In. Das war, glaube ich, vorher im selben Part. Vorher war das anders gelöst, da war nichts, aber hier ist jetzt ein Drumfill-In. Ein kurzer Dücke. Nee, nur dieses dazwischen, weil er mit Pausen.
Ach, das war gar kein Feuerwerk, das waren so Lensflares. Jetzt kommt hier noch eine Harmonie mit rein, ne? Das war vorher, glaube ich, auch nicht in der Hook. Jetzt. Das ist zweistimmig. Krass. Geil. Heftiges Teil. Die Jungs meinen das auf jeden Fall ernst. Ich habe den Eindruck, die wollen die Welt übernehmen mit dem Video. Oder mit ihrer Attitude, mit allem. Also die wollen einfach die Welt übernehmen. Deswegen, so wie die hier Stray Kids reinschreien, ist halt auch Killer. Das ist so richtig Abriss. Heftiges Teil, heftige Nummer auf jeden Fall. Was mir besonders noch aufgefallen ist im Mix, ist, dass die Stimmen in der Hook nicht das ganze Stereofeld übernehmen, sondern die haben die Stimmen trotzdem noch relativ mittig gelassen. Und eben dieser Saw, der außen, diesen Lead-Synthesizer, der außen die Hauptmelodie spielt, der ist auf komplett rechts-links gedreht im Mix. Kann man machen, kann man auf jeden Fall machen. Dadurch kriegen die Stimmen halt weniger Fläche im gesamten Mix. Klingt enger. Klingt definitiv enger, schmaler einfach. Aber ich denke, die Jungs haben das definitiv mit Absicht gemacht, weil die halt eigentlich wirklich so eine Abrissnummer, bam, bum. Es geht jetzt nicht um super balladenmäßig Gesang. Oh, da kamen die nächsten zwei. Vielen Dank, ihr seid dabei. Jetzt, dass man da alles schön breit und sonst irgendwie hört, die Stimmen, sondern dass die Instrumente in der ganzen Produktion hier auch viel beitragen und das Ganze eben schön, abreißen. Anders kann man das nicht benennen. Also heftig, so. Das war die nächste K-Pop-Nummer. Wir kommen langsam wirklich Schritt für Schritt rein. Ja, wir haben am Anfang Blackpink gemacht. Aber war auch geil. Ganz ehrlich, manchmal, wenn ich so laufe, habe ich einen Ohrwurm von denen im Kopf plötzlich. Ja, definitiv. Aber die Stray Kids fand ich jetzt, ich glaube, fast am besten so als Gesamtbild mit dem Video. Die Outfits! Ich fand aber zum Beispiel bei NTC 127, dass die Produktion nicht so vollgeballert klingt. Ja, es ist schon war ein bisschen selektiver. Anstrengend auf Dauer, aber ich fand es gerade einfach geil. Sorry. Ja, der Mix hier ist tatsächlich, fand ich gerade, wer dieser Lead-Synthesizer ist ein bisschen, irgendwann fängt er schon ein bisschen an, in den Ohren fast zu klingen. Der ist ein bisschen in den Höhen zu stark angesetzt, meiner Meinung nach. Aber andererseits kriegt er halt dadurch viel mehr Präsenz und alle sind sofort am Start, wenn die das Ding hören. Also, da muss man immer abwägen. Das ist halt auch immer die Sache eines Mixing- und Mastering-Engineers. Aber die Nummer, funktioniert auf jeden Fall, geht richtig gut ab. Aber also wir kommen langsam erst in diese K-Pop-Welt rein und wir haben beide diese Explosive Brain-Emojis bei uns ablaufen. Leute, vielen Dank. Ihr wisst Bescheid. Ihr lasst ein Abo da. Ich brauche es ja bestimmt nicht mehr sagen. Vergesst auch nicht einen Daumen nach oben zu geben. Aber was ich euch sagen muss, ist Instagram. Guck mal, 8752. 2 sind gerade eben dazugekommen, aber wir brauchen noch einige. Dieses Paket, ich will das jetzt nicht einen Monat lang hier stehen haben oder 2. Ich sag's euch, wir schaffen es diese Woche noch. Diese Woche schaffen wir es noch auf die 10.000. Ich glaube an euch. Es gibt jeden Tag jetzt definitiv mindestens ein K-Pop-Video, haben wir so geplant und getimt. Yep. Ansonsten checkt aber auch die anderen Reactions ab, denn ich habe auch gemerkt, es gibt einige Leute, die von den anderen Reactions, die nicht K-Pop sind, auf die K-Pop-Sachen kommen und sagen, Alter, ich hatte K-Pop nicht auf dem Schirm, finde ich richtig geil. Hast du jetzt auch gelesen, ne? Waren einige dabei, die Analysen echt cool fanden. Genau, also checkt die ganze Musikwelt auf jeden Fall ab, so wie ich, weil für mich ist Musik immer noch Kunst und frei und sollte man sich alles immer definitiv anhören und überall sich auch ein bisschen was irgendwie abholen und mitnehmen, was einem da am besten gefällt. Und K-Pop, auch gerade wenn es was Krasses ist, es muss ja nicht unbedingt was sein, was man jetzt selbst
am liebsten hört, aber es einfach geil ist. Du kannst nicht sagen, dass es scheiße ist oder nicht, ob man definitiv nicht. Ob es ein persönlicher Musikgeschmack ist oder nicht, aber es ist heftig. Ja, aber es ist ja nicht nur K-Pop, also es gibt ja nicht nur K-Pop, es gibt ja dann auch da die anderen Genres, die dann nochmal eine andere Schiene fahren. Aber ich finde, so wie jetzt man Ami-Musik kommt man über Pop auf englische Songs und da dann vielleicht auf ein anderes Genre, was einem viel mehr gefällt. Aber so, ich sag mal, das große Tor ist dann erstmal K-Pop und dann guckt man halt weiter rein, was einem gefällt. Also an alle, die nicht aus der K-Pop-Welt sind, schaut da auf jeden Fall rein. Die Produktionen sind heftig. Und genauso auch andersrum. Die K-Pop-Leute können auch mal in die Deutsch-Pop-Sachen oder ich habe auch mal auf jeden Fall. Eine Brasilianerin, Anita, richtig sexy Drecksau, muss man sagen. Rosalia aus Spanien, aber gesangstechnisch unfassbar. Die ist auf einer internationalen Ebene wie sonst was, weil die auch viel in Amerika produziert. War jetzt auch bei Coachella. War jetzt auch bei Coachella, genau. BTS aber auch, ne? Ja, nee, Blackpink. Scheiße. Erwischt. Sollten wir da noch auf die Konzerte reacten? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Konzert-Reactions wollt. Von Coachella Billie Eilish. War auch auf Coachella. Rosalia. Sind die alle online? Ich weiß nicht. Wenn die online sind, checken wir die auf jeden Fall ab. Ariana hat mit NSYNC gemacht, ne? Nee. Ja. Welchen Song? Weiß ich nicht. Bestimmt auch so ein Mashup oder irgendwas. Ja, ich weiß nicht. Wow, okay, das müssen wir auf jeden Fall machen. Okay, Video ist zu lang, danke. Das ist für uns legendär Status. Okay, Video ist zu lang, danke. Wir finden hier ein Ende. Ich habe jetzt übrigens so einen Handy-Controller für das neue OBS Streamlabs. Glückwunsch. Ich kann quasi, guck mal, ich kann die Kopfhörer absetzen und gehen. Tschüss. Ich übernehme jetzt. Du übernimmst jetzt? Also Leute, was wollt ihr nächstes Mal von mir sehen? Scheiß auf Rahim, der hat jetzt genug gelabert. Ich bin dran mit den Analysen. Sagt mir Bescheid, was ihr von mir sehen wollt. Gerne auch mit Butch zusammen. Ja, die 10.000. Beeilt euch mal. Ich will den scheiß Karton aufmachen. Das ist voll geil, was da drin ist. Okay, ich kann von hier hinten kann ich auf Ende drücken.